Moin Leute und herzlich willkommen zu einem etwas anderen Video. Heute wollen wir zwei sehr essentielle Fragen klären, und zwar zwei komplett unterschiedliche Fragen, die aber im Endeffekt aufs selbe rauslaufen. Und zwar die erste Frage: Sind wir denn hier schon bei Bibis Beauty Palace oder was ist hier los? Und die zweite Frage: Wird nie wieder Hacking kommen? Was zur Hölle soll das? Ich möchte euch bitten, mich ganz zu Ende anzuhören und hört auch einfach zu, was ich zu sagen habe, und dann könnt ihr urteilen, schreibt in die Kommentare oder macht was auch immer ihr wollt. Ich nehme natürlich wieder mal euer Feedback ernst. Im Endeffekt ist dieses Video hier ein Ich gehe auf euer Feedback ein Video. Das heißt, ja, ihr wisst, glaube ich, dass ich auf Feedback tatsächlich eingehe. Und ja, wir reden hier natürlich über Product Placements und Hacking-Videos, dazu komme ich gleich. Product Placements ist eine von 3 Varianten, wie man mit einem Kanal umgehen kann. Warum kann man mit einem Kanal nur so umgehen? Fangen wir vorne an. Ein YouTuber muss auch irgendwie Geld verdienen. Das wisst ihr wahrscheinlich, und die meisten von euch, ich habe schon mal ein Video darüber gemacht, deswegen hier nur sehr kurz, die meisten von euch denken, dass YouTuber arschreich sind. Die wenigsten YouTuber sind das tatsächlich, vor allem nicht, wenn sie nicht so groß sind. Das bedeutet, wir reden jetzt hier vielleicht von der Bibi, die macht Geld ohne Ende, das ist wirklich Money-Making Palace im Endeffekt, hat Maxim so schön gesagt, ich zitiere hier bloß. Ja, ist wirklich so, und die macht Geld ohne Ende, ja, das stimmt schon, aber normale Menschen, zumindest in so einer Nische wie ich jetzt hier, in Tutorials auf Deutsch auch noch, wer zur Hölle macht denn sowas, ja, die machen nicht so viel Geld, sage ich jetzt mal. Ich habe hier tatsächlich mal die Rechnung hier gemacht, und die möchte ich einfach ganz kurz vorstellen. Deswegen hier übrigens auch das Bild als Hintergrund, welches übrigens von Pixabay ist, ganz coole Seite. Kein Product Placement, Achtung, das habe ich von mir aus so gesagt. Gut, okay. Wir haben, also man kriegt ungefähr 0,001 Euro pro, oder besser gesagt, man kriegt circa $1 pro 1000 Views. Achtung, wir reden hier in Dollar. Ein Dollar ist nicht ganz so viel wie ein Euro, also schon nochmal ein ganzes Stück weniger. Ihr könnt gerne mal googeln danach. Und jetzt braucht man circa $4000 im Monat zum Leben. Das ist eine relativ hohe Zahl. Warum ist die so hoch? Naja, wenn man Steuern zahlen muss. Ich muss tatsächlich für meine YouTube-Einnahmen Steuern zahlen. Das heißt, circa 50%, ein bisschen mehr, man muss auch noch Krankenversicherung zahlen und so weiter und so fort, geht einfach so drauf. Und da muss man Miete bezahlen, man muss Essen bezahlen und so weiter und so fort. Das dürfte, glaube ich, klar sein. Okay. Also 4000 ist relativ weit unten angesetzt, wobei, nee, es ist eigentlich ganz gut angesetzt. Eigentlich ziemlich genau in der Mitte. Okay, das heißt, man müsste circa, ich rechne jetzt hier mal ganz kurz für euch, das ist eine relativ hohe Zahl, 4 Millionen Klicks im Monat schaffen, damit man sich durch YouTube-Werbung finanzieren kann. So, jetzt rechnen wir das Ganze mal um. Ich kriege momentan 230.000 Klicks im Monat und habe circa 1200 Videos. Das heißt, ich kriege ungefähr 191, Periode 6 Klicks pro Video, und ich brauche insgesamt 4 Millionen Klicks. Das heißt, ich brauche ca. 21.000, nicht ganz 21.000 Videos, Tutorials, die ihr regelmäßig anguckt, die natürlich auch nicht an Aktualität verlieren. Es dürfte dem aufmerksamen Betrachter klar sein, dass ich keine 21.000 Videos hinkriege, und zumindest nicht in der allernächsten Zeit. Deswegen hat man mittlerweile festgestellt, man kann sich eigentlich relativ schlecht finanzieren auf YouTube, vor allem in so einer Nische wie ich. Wenn wir jetzt reden über Bibi oder Konsorten, die machen das relativ easy, die kriegen ja mit einem Video 1,5 bis 2 Millionen Klicks. Trotzdem macht die noch ein bisschen mehr, aber dazu kommen wir gleich. So, das heißt, die erste Variante wäre jetzt für meinen Kanal, ich lade nur noch so circa, also wenn ich jetzt fertig bin mit dem Studium und so weiter, ihr wisst vielleicht, ich habe extra für euch verlängert, damit ich hier den Kanal richtig schön aufbauen kann, weil ich das einfach toll finde und ja, wirklich mir das Ganze auch sehr viel Spaß macht. Aber wenn ich jetzt halt fertig bin mit dem Studium, dann muss ich auch irgendwie schauen, und dann nebenher den Kanal noch zu führen, neben der normalen Arbeit, das ist sehr, sehr schwierig. Denn viele von euch wissen vielleicht, ich arbeite ungefähr so 3-4 Stunden täglich am Kanal, und das auch am Wochenende, also Samstag, Sonntag einbegriffen, egal ob Weihnachten, mein Geburtstag, der vor ein paar Tagen war, oder, ja, ist egal. Auf jeden Fall arbeite ich wirklich immer so 3 Stunden mindestens täglich dran eigentlich. Was mir auch wirklich Spaß macht, das ist es nicht. Also ich liebe diese Arbeit und es gibt nichts Geileres. Aber das Problem ist, dass ich das neben der normalen Arbeit nicht mehr machen kann. Und deswegen gibt es jetzt da mehrere Optionen und ich versuche in eine gewisse Richtung zu gehen. Und ja, die erste Option wäre, ich lade nur noch ein Video pro Woche hoch, das ich zum Beispiel am Samstag produziere.
Das wäre für meine Verhältnisse relativ wenig und ich wäre auch wirklich nicht glücklich damit, denn das würde sowas bedeuten wie, naja, ich gebe den Kanal mehr oder weniger auf. Das will ich auf keinen Fall. Vor allem so viele Leute von euch fragen mich, ja, machst du das noch vielleicht als Tutorial, machst du das noch, machst du jenes, machst du selbst. Das ist einfach so viel, was da kommt und ich spüre dieses Interesse und ich will dem auch nachgehen. Deswegen will ich das nicht. Ich will nicht nur ein Video pro Woche machen. Das ist irgendwie für mich nicht so geil. Zweite Möglichkeit wäre jetzt folgende und da seht ihr vielleicht schon, da gibt es tatsächlich auch Videos von mir und zwar Udemy, beziehungsweise generell eine Paywall. Was bedeutet eine Paywall? Man muss bezahlen, um Content zu bekommen. Das ist nicht ganz in meinem Interesse. Udemy habe ich jetzt auch mittlerweile aufgehört, also ich stelle keine Videos mehr auf Udemy ein. Warum nicht? Es ist nicht möglich, also ganz kurz noch ein wenig ausgeholt. Man hat zu mir auf Udemy gesagt, ich kann gerne meine Videos alle online stellen und dann kriege ich da sozusagen eine neue Kundenschaft oder ihr könnt euch einfach bei mir bedanken oder könnt die Videos vorher bekommen oder könnt noch Übungen dazu bekommen. Das hat man zu mir gesagt auf Udemy, das würde funktionieren. Das hat der erste Betreuer gesagt auf Udemy. Man bekommt auf Udemy als Dozent immer einen Betreuer, was ich irgendwie sehr merkwürdig finde, aber okay. Der zweite Betreuer hat das zu mir gesagt, der dritte Betreuer hat das zu mir gesagt und der fünfte auch wieder, aber der vierte, und das war leider der Chef, hat gemeint, das geht so nicht. Ich muss weiteren exklusiven Content auf Udemy hochladen, sonst fühlen sich die Leute, die bei Udemy was kaufen, verarscht. Und das kommt für mich nicht in Frage. Ich will alle Tutorials kostenlos zur Verfügung stellen. Das heißt, die Paywall fällt weg. Ich könnte das Ganze natürlich auch so machen. Ich lade auf Patreon zusätzlich neue Tutorials hoch, die ich nur für Patreon-Supporter anbiete. Zum Beispiel, kommen wir gleich noch drauf, Patreon kriegt eine komplette Überarbeitung oder hat schon eine bekommen. Werden wir gleich noch uns angucken. Könnte ich auch machen, aber das finde ich auch nicht so toll. Denn ich möchte das freie Wissen weiterhin unterstützen. Ähnlich wie Wikipedia. Ich bin keine Wikipedia, aber ja, trotzdem will ich, dass jeder Zugriff auf dieses Wissen hat und deswegen kommt diese Option mit der Paywall für mich auch nicht in Frage. Deswegen bin ich übergegangen zu Sachen wie Product Placements. Jetzt die Frage, sind wir hier bei Bibis Beauty Palace? Und ich habe tatsächlich ein Video von ihr aufgemacht. Ich musste nicht mal lange suchen, was echt traurig ist. Aber okay, egal. Sind wir jetzt hier wirklich so weit angekommen, dass ich jetzt hier nur noch Product-Videos mache und dass ich mich jetzt hier sponsern lasse, wo es ja, von vorne bis hinten? Nein, sind wir nicht. Ich habe, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, dieses Video nicht anstelle eines normalen Tutorials hochgeladen, sondern zusätzlich. Das heißt, das ist schon mal ein großer Unterschied. Ihr bekommt weiterhin Tutorials und einen coolen Content wie immer und ihr bekommt hin und wieder einfach auch mal, also aktuell, Achtung, das ist nicht final hier, was ich gerade sage, das heißt, hört mich bitte zu ändern. Ihr bekommt gerade oder ihr habt ein Video bekommen, was halt einfach noch zusätzlich kam und euch ein Product vorgestellt hat, was vielleicht interessant für euch sein könnte. Und ja, da habe ich an die Hacker gedacht. Ist korrekt. Beziehungsweise an Leute, die Smartphone-Probleme haben, wie meine Wenigkeit auch. Ich habe immer ein Problem mit meinem Smartphone, deswegen benutze ich es nicht gerne. Und das liegt nicht daran, dass ich mit dem Ding nicht umgehen kann, sondern weil ich einfach zu viel ausprobiere. Wahrscheinlich zumindest. Okay, jetzt nein, wir sind nicht so weit angekommen. Das heißt für euch erstmal, nein, wir werden jetzt hier nicht nur Product Review Videos bekommen, aber wieso baue ich die Dinger nicht ein, wie zum Beispiel Rocket Beans? Hier seht ihr auf dem Tisch einige Flaschen und die sind vielleicht nicht unbedingt nur so zum Spaß da, sondern die sind auch sponsored. Oder Hand of Blood hat auch Videos mit Produktplatzierung, wie wir oben links sehen können. Ja, jeder macht das eigentlich, weil das die Lösung ist, wie jeder von euch immer noch die Videos bekommen kann. Obwohl, naja, also Hand of Blood könnte sich wahrscheinlich auch so finanzieren. Bei Rocket Beans muss man sagen, da steht ein gigantisches Team hinten dran und die könnten sich wahrscheinlich so nicht finanzieren. Und ja, deswegen würde ich mal sagen, ich kann sowas Dezentes, sage ich jetzt mal, kann ich leider nicht machen, weil man mich nicht sieht. Das heißt, ich kann nicht einfach eine Flasche auf den Tisch stellen und ihr seht plötzlich, haha, das ist Leitungswasser aus Karlsruhe, sondern ihr seht halt einfach nichts außer meinem Bildschirm. Deswegen habe ich nur die Chance, euch Software vorzustellen. Und an meiner Software lässt sich relativ wenig rütteln. Das, was ich für die Tutorials brauche, das brauche ich halt. Und das ist auch nicht, normalerweise zumindest, nicht sponsored. Aber ja, solche Sachen wie dieses Sponsored Video eben, das gibt's. Ich habe allerdings nicht nur einfach so Sponsored Content für euch, sondern eben auch, wie zum Beispiel im Fall von Codino, habe ich hier einen Gutscheincode für euch erangeln können, womit ihr das Ganze auch kostengünstiger bekommt. Und das fand ich eigentlich eine coole Idee.
weil, ja, so habt ihr was davon, ich habe was davon. Gut, ich habe wenig bekommen, aber egal. Ich habe die Box auf jeden Fall bekommen. So habe ich was davon, ihr habt was davon und alle sind sozusagen glücklich. Jetzt weiß ich tatsächlich einfach trotzdem, dass es einigen von euch nicht wirklich gut gefallen hat, was ich da gemacht habe mit diesem Wondershare-Video im Endeffekt. Ich sage es jetzt einfach mal trotzdem. Aber ihr versteht jetzt vielleicht meine Beweggründe etwas besser, warum ich überhaupt so in diese Richtung gegangen bin. Das heißt, ich will nicht meinen Kanal mehr oder weniger aufgeben und das nur noch als Mini-Seitenprojekt machen, sondern ich will euch wirklich mehr liefern. Eigentlich will ich euch sogar sehr viel mehr liefern, aber ich komme einfach tatsächlich zeitlich nicht dazu. Dann Paywalls sind für mich auch keine Option, denn genau das versuche ich ja eigentlich gerade nicht zu machen. Und Produktplatzierungen sind halt sozusagen das Mittel gewesen, wie ich euch den ganzen Content liefern, oder was heißt liefern konnte. Ich fange gerade erst damit an, Produktplatzierungen zu machen. Das war jetzt eine Option, die ich mal ausprobiert habe, die euch scheinbar nicht so gut gefallen hat. Jetzt habe ich tatsächlich noch sehr viel mehr drüber nachgedacht und ich weiß, wir sind jetzt schon bei irgendwie 10 Minuten. Achso, noch eine Option, die ich euch noch nicht vorgestellt habe. Ich kann das Ganze natürlich auch noch wie Bibi Point 2 machen und euch auf einem 10-Minuten-Video einfach 1, 2, 3, 4, 5 Mal Werbung geben, wobei ich kann natürlich auch 6 oder 7 Mal Werbung draufschalten, aber ich glaube, das ist auch nicht so geil, wenn ihr dann ständig unterbrochen werdet beim Zuschauen und quasi alle 2 Minuten Werbung gucken müsst und dann noch eine Produktplatzierung, meine Fresse. Okay, aber trotzdem. Ja, auf jeden Fall habe ich Patreon komplett überarbeitet und euch noch ein bisschen mehr da geboten. Es sind jetzt hier insgesamt 17 Goals und wir haben hier jetzt auch sehr fucking viele Rewards hier drin. Und ja, da werden wir jetzt auch noch ganz kurz auf diese Hacking-Geschichte eingehen, denn Hacking-Videos sind von YouTube nicht ganz so wirklich toleriert. Das ist der zweite Punkt, den ich hier ansprechen möchte. Und zwar, warum zur Hölle schreibe ich das überhaupt in die Überschrift? Naja, Folgendes ist passiert. YouTube hat seine eingeschränkte Monetarisierung ausgefahren und das hat mich am Anfang überhaupt nicht getroffen. Aber nachdem sie jetzt das Update rausgehauen haben, hat es mich ziemlich hart getroffen. Plötzlich waren eigentlich also wirklich alle Hacking-Videos, die ich jemals produziert habe, also die ethisches Hacken-Playlist, die Metasploit-Playlist, Hacken mit Python-Playlist, einige Videos der IT-Security, einige Videos der Kryptographie und sogar einige Programmieren-Lernen-Videos und sogar Software-Engineering-Videos, what the fuck, wurde als nicht geeignet für alle Werbentreibenden eingestuft. Und das bedeutet, es wird keine Werbung mehr vorne dran geschalten. Das heißt, ich bekomme für dieses Video im Endeffekt gar nichts. Der Witz dabei ist, dass YouTube für etablierte YouTuber, Zitat Ende, also mehr als 10.000 Abonnenten, ein Feature zur Verfügung stellt, mit welchem man diese Videos überprüfen kann. Dazu dürfen sie aber noch nie online gewesen sein. Und selbst das dauert wirklich ungefähr eine Woche, bis das Video überprüft wurde. Und das ist natürlich nicht unbedingt gut. Und die Videos, die online sind, die müssen, damit sie überprüft werden, mindestens 1000 Views in den letzten 7 Tagen bekommen. Das habe ich habe jedes Video angefragt zur Überprüfung, das heißt, dass es wieder geeignet wird. Und genau ein Video, nämlich mein stärkstes Video, also ihr wisst vielleicht, die Hacken-Videos sind bei mir einige der stärksten Videos. Und das allerstärkste, das ist das erste logischerweise in der Playlist. Und das hat es geschafft, über 1000 Views zu kommen nach einem Monat oder sowas, also ganz knapp drüber. Und wurde dann überprüft und wurde offensichtlich wieder als okay eingestuft. Aber das passiert natürlich mit den anderen Videos nicht, denn die kommen nicht über 1000 Views in 7 Tagen, weil das ist schon echt ein ganz schöner Batzen. Und Tutorials sind halt langfristig interessant, aber nicht auf einen Schlag. Und deswegen, ja, die Videos sind sozusagen für mich verloren, weshalb ich tatsächlich Schwierigkeiten habe, neuen Content im Bereich Hacking zu machen, weil die meisten Hacking-Videos werden auch einfach als nicht geeignet eingestuft und ja, das bleibt dann halt auch einfach so. Das heißt, ich mache die einfach so zum Spaß und niemand hat was davon. Wie gesagt, ich will keine Paywall einrichten, das heißt, ich will die Hacking-Videos nicht nur meinen Patreon-Supportern zur Verfügung stellen. Deswegen habe ich jetzt Patreon auch so überarbeitet, dass das möglich ist, dass ich quasi diese Hacking-Videos trotzdem weiter produziere und euch trotzdem zur Verfügung stelle. So, und jetzt gilt es aufzupassen. Ich habe hier einiges geändert. Und zwar Supporter sind jetzt nicht nur reine Supporter, die dürfen natürlich trotzdem noch Adblock mit reinem Gewissen benutzen, aber sie bekommen auch wichtigen Zugriff auf wichtige Umfragen. Und was bedeutet jetzt in dem Fall Umfragen? Ich habe jetzt die Umfrage auf meiner Webseite, was ich als nächstes Thema mache.
Ja, der Witz dabei ist der, dass ich natürlich nicht zu jedem Thema komme und dass ich manchmal auch andere Themen bevorzuge oder andere Themen dringender sind sozusagen oder einfach zeitlich aktueller sind. Und wenn ich irgendwann mal zum Beispiel nicht weiß, ob ich ein Thema machen oder welches Thema ich als nächstes machen soll, dann wird das ab sofort, meine Supporter werden das entscheiden. Also ich nehme immer noch die Umfrage auf der Webseite als grobe Orientierung, aber meine Supporter werden entscheiden, welche Serie tatsächlich rauskommt. Dann weitere wichtige Umfragen, kommen wir gleich dazu, werden wir auch gleich noch sehen, die sind hier drüben bei den Goals auch noch dabei. Link zu Patreon ist übrigens in jedem Video in meiner Beschreibung drin. So, dann haben wir mittlerweile einige Live-Veranstaltungen gemacht. Das Problem bei Live-Veranstaltungen, und jetzt gehen wir wirklich in die Tiefe hier, was ich alles im Kopf habe, das ist wunderbar, das mal loszuwerden, muss ich echt mal sagen. Das Problem bei den Live-Veranstaltungen ist, dass man, wenn man mehr als 500 Leute potenziell erreichen kann, das heißt nicht, dass wirklich mehr als 500 einschalten, sondern es müssen nur mehr als 500 Leute die Möglichkeit haben einzuschalten. Und das ist ein Problem. Wenn man das hat, also wenn mehr als 500 Leute das machen können, sprich Twitch, YouTube, dann muss man eine Rundfunklizenz kaufen. So ein Ding kostet zwischen 1.000 und 10.000 Euro, die ich nicht habe. Und deswegen haben wir bisher einen Umweg gemacht und das Ganze irgendwie über den Kanal von der Hochschule gemacht. Und dort tatsächlich war einfach beschränkt, da konnten nicht mehr als 100 Leute oder sowas, glaube ich, in den Hörsaal rein. Jetzt bietet allerdings Patreon auch Livestreaming an in der Beta-Phase. Ich habe das noch nie ausprobiert, aber ich würde es sehr gerne mal ausprobieren. Ansonsten gibt es immer noch Discord, da kann man auch was einstellen, das ist dann halt erstmal nur Ton. Und solche Live-Veranstaltungen möchte ich auch anbieten. Also nicht unbedingt nur im Bereich Pentesting oder IT oder Tutorials oder sowas, sondern einfach auch mal andere Dinge, wie zum Beispiel, ja, mal mit irgendwem interessanten reden oder sowas. Und das kann dann sein, dass es später noch auf YouTube kommt, es muss aber nicht sein. Auch Gaming könnte ich mir vorstellen, theoretisch. Einfach mal einen Livestream zum Gaming machen. Ich finde es irgendwie cool, wenn man nicht nur eine Person zum Beispiel zu was hört, sondern, also ich meine, ihr werdet wahrscheinlich auch andere Gaming-Leute euch reinziehen. Anziehen, ja genau. Egal. Auf jeden Fall kann es vielleicht sein, dass ich dann neuen Wind reinbringe, weil ich natürlich auch die Perspektive eines Game-Entwicklers so ein bisschen habe. Das heißt, das wäre auch eine Option. Das ist ab diesem Reward dabei. Deswegen ist hier übrigens auch ein Limit drauf, damit wir nicht über 500 kommen, damit ich mir keine Rundfunklizenz anschaffen muss. So, dann ein weiterer Patreon-Titel sozusagen. Und zwar der Kann's nicht erwarten Titel. Ja, was das ist, wird folgendes sein. Bisher war es so, dass man einfach nur einen speziellen Forumstitel mit vielen tollen Sternen bekommt. Aber, also das ist quasi ein privates Forum in unserem Forum, Link in der Beschreibung auf meiner Webseite. Jetzt werde ich dann anfangen, die Links zu bislang unveröffentlichten YouTube-Tutorials hochzuladen. Was das bedeutet, ist folgendes. Ich werde nächstes Semester meine Masterarbeit machen und danach weiß ich nicht genau, was ich machen werde. Es ist was geplant, das ist privat, das werde ich jetzt hier nicht weiter ausführen, aber ich weiß nicht genau, inwiefern ich zum Aufnehmen in dieser Zeit komme. Das bedeutet, ich habe jetzt verlängert meinen Master und reiße mir momentan den Arsch auf, damit ich richtig fucking viele Videos rausbringen kann und auch wirklich viel Content euch liefern kann, damit der nicht ausgeht, während ich an der Masterarbeit bin. Das wollte ich eigentlich jetzt noch nicht sagen, aber jetzt scheint es mir irgendwie als passender Zeitpunkt. Und das bedeutet für euch, ich habe schon tatsächlich die Netzwerktechnik-Playlist fast fertig, die Netzsicherheit-Playlist fast fertig. Es sind andere Playlists definitiv schon fertig, zum Beispiel Software Engineering und UML sind beides Playlisten, die wirklich groß geworden sind. Programmieren lernen ist schon sehr lange fertig. Ich arbeite momentan an Bitcoin. Ich habe so viele Tutorials schon erstellt und noch nicht hochgeladen, die euch vielleicht einfach interessieren. Und diese Tutorials könnt ihr euch dann hier reinziehen im Endeffekt. Also ihr bekommt dann sozusagen einen Link auf ein ungelistetes Video. Das heißt, diesen Link kann nur derjenige anschauen, der eben diesen Link besitzt. Und diesen Link werdet ihr im privaten Forum finden. Sonst nirgends. Hoffentlich zumindest. Genau, das ist dieser Reward hier. Werde ich noch einrichten, ist noch nicht eingerichtet, beziehungsweise ich bin wahrscheinlich gerade dabei, wenn dieses Video rauskommt. Dann der nächste Link ist, oder der nächste Reward sozusagen, ist, dass ich euch den Download-Link zur Verfügung stelle. Das heißt, ich werde euch Download-Links zu allen Tutorials, also wirklich rein, also Tutorial rein zur Verfügung stellen. Das heißt, ihr könnt die Dinger runterladen und euch dann offline reinziehen.
Und ja, dann habe ich natürlich noch weitere Sachen eingefügt, und zwar eine monatliche Chatstunde mit mir, mit allen anderen Supportern aus diesem Bereich hier. Dann eine weitere, sozusagen, ein weiteres Tier für die Leute, die mit mir mal zocken wollen. Achtung, hier habe ich mal beschränkt auf 4 Patrons. Wenn das besonders viele wollen, dann schreibt mich bitte an. Ich kann das ja auch erhöhen auf 8 oder sowas, dann mache ich das halt zweimal im Monat. Aber ich will tatsächlich mit maximal 4 Leuten, das heißt, dass wir zu 5 sind sozusagen und ein Team bilden, das will ich dann mit euch tatsächlich machen. Und ich habe tatsächlich, weil jetzt wahrscheinlich wieder viele Leute kommen, du bist doch überhaupt nicht im Gaming-Bereich und so weiter. Nein, bin ich nicht. Aber ich habe schon so viele Leute gehört, die mit mir einfach zocken wollten. Und das will ich euch einfach auch ermöglichen, weil, wie gesagt, mir rennt einfach die Zeit irgendwie momentan immer wieder davon. Plötzlich ist es Abend und ich habe gefühlt nichts getan, wobei doch, ich habe viel getan, aber egal. Auf jeden Fall will ich das mit euch machen können und ja, das wäre dann in diesem Bereich. Hier tatsächlich, also das hier oben war im Chat-Bereich, das heißt, ihr bekommt einfach monatlich wirklich eine Stunde mit mir, wo ich wirklich im Chat die ganze Zeit da bin und einfach nur auf Fragen eingehe, die ganze Zeit. Das hier wäre tatsächlich mit Sprechen, hier allerdings nur für 5 Personen, damit es nicht irgendwie zu viel wird. Dann will ich euch sogar Pair-Programming anbieten oder wir können auch über das Wetter reden oder was auch immer ihr wollt, über Teamviewer und Discord tatsächlich, dass wir uns einmal verabreden und dort dann tatsächlich zusammen was machen. Also wirklich programmieren oder wenn ihr mit mir einfach nur reden wollt, aber wirklich nur 1-on-1, also direkt 2 Personen miteinander reden. Und dann habe ich natürlich hier den ultimativen Reward sozusagen. Da werdet ihr mich persönlich treffen und wir werden zusammen Pen and Paper spielen. Das ist von mir eine persönliche Leidenschaft, die ich eigentlich ganz gerne mache. Viel zu selten dazu komme und ja, ich werde auch für alles sorgen, essen, trinken, natürlich auch Würfel und ich werde auch kochen. Achtung, dazu müssen es mindestens 3 Patrons sein. Das heißt, wir machen das natürlich nicht 1-on-1, das wäre ein Singleplayer, das wäre sehr langweilig, sondern die Dinger, weiß nicht, wer von euch die schon kennt. Pen and Paper ist meistens irgendwas, was man in der Gruppe spielt. Das heißt, einer ist der Game Master, das werde ich sein, und die anderen spielen sozusagen das Spiel. Und ja, das werde ich dann sozusagen mit euch machen. Okay, achtet auch darauf, dass Gaming nicht enthalten ist bei Buddy, IT-Specialist oder leuchtend grüner Hut, weil ich hier wirklich mit diesen Leuten einfach nur 1-on-1 reden möchte. So, wenn ihr jetzt auch Interesse an den Rewards habt, dann würde ich euch einfach bitten, bei Patreon mal auf mich zu klicken und da vielleicht Patreon zu bekommen, genau. Ich lese da oben hier bekommen und übersetze es einfach. Naja, egal, übersetze es eben nicht. Auf jeden Fall, wenn ihr tatsächlich sehr großes Interesse daran habt, aber Patreon absolut nicht leiden könnt, warum auch immer, dann schreibt mir bitte. Ich stelle euch alles Mögliche zur Verfügung. Also PayPal wäre auch möglich und dann werde ich auch irgendwie schauen, dass ich euch diese Rewards sonst irgendwie zur Verfügung stelle. Jetzt sind wir aber trotzdem immer noch nicht am Ende. Mir wird schon fast warm ums Herz. Naja, egal. Auf jeden Fall laber ich mal wieder sehr, sehr viel. Egal. Weiter geht's. Hier drüben sind Goals. Das heißt, insgesamt so und so viel pro Monat, wie man bekommt. Das habe ich jetzt einfach mal eingerichtet. Da sind sehr, sehr viele Rewards drin und die möchte ich euch einfach dann auch teilen. Das heißt, ja, die bekommen dann auch schon die Supporter. Das heißt, die $1 bekommen auch Zugriff auf diese 90 GB Wordlist. Und ja, ich möchte da tatsächlich einiges mit euch noch anstellen, allerdings kosten viele Sachen davon Geld, auch monatlich Geld, und deswegen werde ich die hier so nicht ohne weiteres anbieten können. Klar, die Wordlist ist jetzt erstmal der erste Reward, hört sich erstmal sehr lame an, werden wir aber trotzdem machen. Und was heißt lame? Es ist immerhin eine Wordlist, die 90 fucking Gigabyte hat, die muss ich auch erstmal irgendwie hochladen können. Da werde ich meinen PC ein paar Nächte anlassen und dann habt ihr die. Aber natürlich erst, wenn wir hier diesen Schwellwert geknackt haben. Und natürlich nur für die Supporter hier. Dann geht's weiter. Und zwar hier Product Placements. Das ist die Abstimmung, von der ich vorhin geredet habe. Wenn ihr tatsächlich es schafft, mich hier über diesen Schwellwert zu bringen, also wenn wir hier mehr als $128 im Monat haben, dann werde ich für meine Supporter, also für alle Patrons, eine Abstimmung reinstellen, ob ich weiter Product Placements annehmen soll, um euch noch mehr Content sozusagen zu liefern, oder ob ich damit aufhören soll. Also nie wieder Product Placements. Ich würde allerdings trotzdem ganz gerne die Kooperation mit Codino und mit HK Hosting beibehalten, aber das bleibt dann natürlich erstmal auch meinen Patrons überlassen, mehr oder weniger. Okay, dann geht's weiter, und zwar mache ich dann weiter mit den
Pentesting-Tutorials. Das heißt, bei $192 werden wir einfach weitermachen mit der Cracking-Tutorial-Reihe. Wenn ich es irgendwie früher hinbekomme oder wenn ich nochmal mitbekomme, dass sich irgendwas ändert in YouTubes eingeschränkter Monetarisierung, dann werde ich das auch sonst irgendwie machen. Aber wenn wir diesen Schwellwert überschritten haben, werde ich auch sofort einfach damit anfangen. Und ja, das sind dann natürlich mehrere Tutorial-Reihen. Erstmal Cracking, dann machen wir, ja, das ist sozusagen ein Server, den ich gleich. Dann machen wir Web Vulnerability bei 384 und so weiter und so fort. Also es gibt ein paar. Ich habe noch sehr viel mit euch im Pentesting-Bereich vor eigentlich. Deswegen hat mich das wirklich gefuchst, was YouTube da gemacht hat. Das ist... Egal. Auf jeden Fall will ich euch noch einen Pastebin-Server zur Verfügung stellen, denn das kann durchaus mal nützlich sein und das sollen dann auch wirklich alle Sachen dabei sein, also sowas auch wie Private Pastes oder sowas. Das heißt, dass man Code sozusagen einfügen kann und der bleibt dann auf der Webseite, ja, man kann ihn einfach anderen Leuten dann schicken, aber es ist tatsächlich einfach nicht für alle verfügbar und das wäre dann manchmal schon ganz angenehm, wenn man dieses Feature zur Verfügung hätte. Manchmal nervt mich das, dass ich das nicht habe und ich dachte mir, das könntet ihr sicherlich auch brauchen. So ein Server kostet natürlich Geld, deswegen ja, hier eben das. Okay, dann geht es weiter mit Web Vulnerability. Das sind Schwachstellen in Webseiten, die wir untersuchen wollen und zwar detailliert untersuchen wollen. Also ich meine damit wirklich detailliert. Diese Playlisten werden aber trotzdem für alle zur Verfügung stehen. Das heißt nicht nur für meine Patreon-Supporter, aber die machen das dann möglich, dass ich überhaupt anfangen kann mit diesen Playlists. Und ja, dafür möchte ich natürlich auch schon mal meinen aktuellen Patreon-Supportern bedanken, mich bei meinen aktuellen Patreon-Supportern bedanken. Sorry für die vielen Versprecher, langes Video. Und ja, ihr seid wirklich die allercoolsten. Und ich denke, wir haben hier auch 3 zumindest, die hier noch Zugriff auf dieses private Forum haben. Ihr dürft euch auf diese Links freuen und da ganz fleißig weitergucken. Okay, dann geht's weiter mit Challenges. Ich weiß, dass ihr die Hacking-Challenges liebt, aber die Dinger sind wirklich scheiße aufwendig, weil man sich da wirklich überlegen muss, was mache ich als nächstes, wie verpacke ich das cool und wie kann ich da auch wirklich eine Schwachstelle einprogrammieren, die aber nicht gleich darin resultiert, dass das ganze System sozusagen anfällig ist. Das heißt, dass nicht jemand einfach diesen Server komplett übernimmt. Und die will ich euch mehr zur Verfügung stellen. Ab diesem Zeitpunkt hier werden wir 2 pro Monat machen. Das sind tatsächlich doppelt so viele wie aktuell. Im Moment lasse ich immer eine Challenge 3 Wochen laufen und dann gibt es in der nächsten Woche die Auflösung und dann in der Woche drauf fängt wieder die neue Challenge an. Also eine Challenge pro Monat. Ab diesem Zeitpunkt werden es hier 2 Challenges pro Monat werden oder eine Challenge alle 2 Wochen. So, dann ab diesem Bereich werden wir hier mit Social Engineering anfangen und ja, das ist eine große Aufgabe, ich weiß, aber ich versuche momentan schon überall her Quellen zu bekommen. Ich rede auch viel mit Leuten über dieses Thema und ich finde es wahnsinnig spannend und das dürfte eigentlich für keinen Pentester wirklich fehlen. Dann geht es natürlich weiter mit Reverse Engineering. Das haben sich viele von euch gewünscht. Warum ist Reverse Engineering so verdammt weit hinten und so verdammt teuer, in Anführungsstrichen? Das liegt daran, dass die Software dafür verdammt teuer sein wird, die ich mir allerdings erst noch kaufen muss. Momentan schlage ich mich mit zweitklassiger Software rum, beziehungsweise mit naja, dritt-, viert-, fünftklassiger Software, die halt kostenlos zur Verfügung steht. Aber es gibt tatsächlich bessere Varianten dafür. Und ich will euch natürlich eine Tutorial-Reihe bieten, die auch wirklich super ist. Und deswegen dieses Ding hier. Anschließend wollen wir mit Exploit-Entwicklung anfangen. Das ist einfach nur umfangreich und richtig, richtig schwer. Deswegen ja, werden wir da noch ein bisschen warten müssen. Da bin ich auch selber noch nicht so gut, wie ich gerne drin wäre, um ein Tutorial dazu machen zu können. Also zumindest nicht so tiefgehend, wie ich es vorhabe zumindest. Okay, dann geht es weiter mit noch mehr Challenges. Und zwar jede Woche eine Challenge. Und das ist schon sehr, sehr viel, aber auch sehr viel Aufwand. Und ich glaube, ihr freut euch da auch tatsächlich drauf. Und ja, dann will ich euch einen Proxy-Server zur Verfügung stellen. Ihr seht, ich habe wirklich abartig viel vor. Wir sind erst bei 11 von 17, also da kommt noch was auf euch zu. Ein Proxy-Server, den ihr dann sozusagen als Patreon-Supporter kostenlos nutzen dürft. Und so ein Server kostet natürlich auch einiges an Geld und deswegen, ja, ist es auch so spät oben. Anschließend haben wir das Ziel 50% Job. Das heißt, ich werde tatsächlich hier 50% meiner Arbeit reinstecken können, also 50% meines Arbeitstags will ich reinstecken können und werde ich reinstecken. Und das bedeutet für euch natürlich erstmal mehr Videos. Das heißt, mindestens 2 am Tag, denke ich mal, werde ich auf jeden Fall hinbekommen. Aber auch natürlich generell einfach mehr Content, also mehr alles. Also ja, coole Sache auf jeden Fall, würde ich mich mega freuen.
Dann geht es natürlich weiter. Ich will euch einen E-Mail-Server zur Verfügung stellen, der wirklich auch anonym sein soll, also für euch anonym, sprich, ja, ihr wollt eure Privacy schützen, klar, dann seid ihr hier einfach dabei. Und wenn es einfach genug Leute machen, sage ich jetzt mal, dann reicht hier auch $1 und ihr seid da auf dem E-Mail-Server drauf. Und das ist wirklich eigentlich was nicht so viele Leute haben. Ein Proxy und ein E-Mail-Server für $1, das ist halt gut, okay. Wir müssen dann schauen, je nachdem, wie viele Supporter wir haben, dann kann es sein, dass wir zum Beispiel den Proxy upgraden müssen und der stärker werden muss oder sowas. Das muss ich dann aber schauen, wenn wir soweit sind. Okay. Dann VPN-Server ist tatsächlich ein hochgestecktes Ziel. Ich bin mir noch nicht sicher, wie genau wir das hinkriegen oder ob ich das wirklich so performant hinkriege, aber das ist zumindest ein Ziel von meiner Seite. Wäre super cool, wenn ich das schaffen könnte und mit eurer Unterstützung würde das funktionieren. Das heißt, ihr habt dann einen Proxy, einen VPN und einen E-Mail-Server, was wirklich verdammt geil ist. Anschließend, das wäre hier das sozusagen fast Endziel. Ja, das wäre das Ziel. Ab dem Zeitpunkt würde ich versuchen, zumindest Vollzeit hier nur noch in YouTube reinzustecken. Das heißt, die ganze Zeit Tutorials zu produzieren. Und das bedeutet für euch dann wirklich viele Tutorials, also richtig viele und neueste Tutorials. Ich kann relativ direkt eigentlich auf Wünsche eingehen, also wenn mir irgendjemand schreibt, hey, mach doch mal ein Tutorial dazu, dann kann ich das super schnell machen. Momentan bin ich recht träge, das ist mir durchaus bewusst, also zum Beispiel Angular und Flask will ich eigentlich schon sehr lange rausbringen, ich arbeite dran, an beidem. Angular arbeite ich aktuell viel intensiver noch dran, aber ja. Zeitlich ist es halt einfach schwer zu machen. Und dann habe ich tatsächlich noch ein bisschen mehr für euch. Und zwar will ich euch einen Cloud-Server zur Verfügung stellen. Warum so teuer? Naja, klar, für Cloud muss man auch bezahlen. Das heißt, ich will euch einen Cloud-Server zur Verfügung stellen mit unbeschränktem Speicherplatz. Ich weiß nicht, ob dieses Ziel da wirklich genug ist. Muss ich dann gucken, wenn es soweit ist. Und ja, das wäre dann tatsächlich ein sehr hohes Ziel. Und das allerletzte Ziel wäre, ich mache jede Werbung auf meinem Kanal komplett weg. Also gar keine mehr. Also das heißt, auch vor den Videos, in den Videos und so weiter und so fort werden wir keine Werbung mehr haben. Und das wäre hammergeil, wenn wir so weit kommen würden. Das wäre aber unglaublich. Das kann ich mir fast nicht vorstellen, weil das wirklich einfach nur so BAM. Ja, das ist mir durchaus bewusst, dass das sehr, sehr hoch ist. Ich würde mal hier die vorderen Ziele anpeilen und die sind, denke ich, durchaus schaffbar. Das würde mich auch sehr stark freuen, wenn wir da irgendwie drüber kommen. Und ich glaube, ich kann euch mittlerweile auch einiges hier anbieten bei den Rewards. Die bekommt ihr natürlich komplett unabhängig von den Goals da drüben. Das heißt, ja, schaut da einfach mal vorbei. Und jetzt war das Video definitiv lang genug. Ansonsten vielen Dank dafür, dass ihr mich bis zum Ende angehört habt. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann schreibt mir bitte, also sei es auf jetzt hier Kommentar unter dem Video oder schreibt mir auf Facebook, auf unserem Forum oder in unserem Forum, auf Discord könnt ihr mir schreiben. Es gibt auch YouTube persönliche Nachrichten, da könnt ihr mir auch schreiben. Ihr könnt mir eine E-Mail schreiben und ja, das ist es, glaube ich, tatsächlich. Mehr doch, Twitter habe ich auch noch, aber da sind Fragen eher schwierig, wobei mit der neueren, längeren Twitter-Post-Länge, das wäre dann sogar auch möglich. Falls ihr weitere Ideen habt, dürft ihr mir natürlich auch gerne schreiben. Das heißt, es kann sein, dass es noch kleinere Updates geben wird hier in dem Bereich. Da müsst ihr dann einfach auf dem Laufen bleiben. Oder ich informiere natürlich meine Patrons auch oder generell alle mit einem neuen Video, wobei ich das eher nicht glaube, dass es nochmal so große Änderungen geben wird wie jetzt. Und ja, das war's von meiner Seite erstmal. Ich bedanke mich vielmals bei euch. Auch für euer Feedback natürlich, denn nur so kann ich wirklich was machen. So kann ich neue Dinge ausprobieren, kann sehen, okay, das gefällt den Leuten eher nicht. Und ja, so kann ich dann natürlich auch meine Videos anpassen. Das heißt, danke an alle und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.